So, vielleicht klappt's ja jetzt wieder. Okay, wir sind wieder da. Ihr müsstet mich sehen und hören können und dann schauen wir doch noch mal. Ich habe zumindest schon etwas bessere Response von allen Programmen bekommen. Wounded and tired, Ciri collapsed in the swamp. Some peasants found her and took her to the Baron, Valen's self-appointed ruler. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. Hm. Sind immer noch nur so bei 35 bis 40 FPS. Was ist denn hier los, verdammte Scheiße? Hab ich die Grafikeinstellung irgendwie geändert? Ich gehe mal die Grafikeinstellung rein. Okay, aus irgendwelchen Gründen habe ich eine 4K-Auflösung. Was ist denn das für eine Scheiße? So. Okay, jetzt sind wir schon mal bei stabilen 60 Frames. Das müsste jetzt ein bisschen flüssiger laufen und die andere Frage ist, ob mein NordVPN, das waren zwei Probleme auf einmal, ob mein NordVPN weiterhin hier irgendwie rumpimmelt und das Spiel stört. Aber das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Gerne Feedback. Was machen wir eigentlich als nächstes? Also, haben hier immer noch das Problem mit, ja, Daumen sind gedrückt und Finger sind gekreuzt, wie man im Angelsächsischen tut. Die meistgesuchte Frau Redaniens. Philippa Eilhart wird nämlich vom bösen König gejagt. Und er hat uns aufgegeben, sie zu schnappen. Und wir gucken mal, was wir damit anstellen. Wir sind damit. Aber jedenfalls jetzt hier stabile 60 Frames. Und das scheint auch bei euch anzukommen, wenn ich mir das andere Fenster so anschaue. Insofern Daumen drücken. Oh, ne, warte mal. Wir waren da schon mal gewesen übrigens. Wenn ich ruckeln will, dann kann ich auch einfach morgen Witcher 3 spielen und Raytracing anmachen, weil das ist nämlich richtig scheiße. Es gibt ja Portal, das Original Portal von 2007 kam jetzt in einer Version mit Raytracing raus. Ist kostenlos auf Steam für jeden, der Portal hat, kannst du dir angucken. Sieht geil aus, läuft bei mir mit 10 Frames pro Sekunde und ich denke, dass ich immer noch einen überdurchschnittlichen Rechner habe, was Gaming anbetrifft. Aber halt nicht mehr das allerneueste. Na, ihr habt ja einen schönen Tag gehabt hier. Having trouble? Nothing fucking but. One ploughing trouble after the other. And what's it to you? Who are you? A means to solve your troubles. Radovid sent me. No, it's you. Been waiting for Nah. you. Don't exactly sound delighted. Would you expect us to? We've done half the work. Now you show up and take all the glory. Word was you hadn't been able to get inside. Till yesterday, when we found this. Doesn't look like much, but it's got power of some sort. Opens the entrance. Good work. Saved me some time. We're thrilled. Think Philip is still inside? That we don't know. Only certain thing is she was there at some point. Certain? How's that? We've been after her since Lochmuin. Poking out her eyes weren't enough. Radovid should have gutted her there and then. As it is, she turned into an owl and fled. Flew across Kedwin and Redania, then tucked herself away here. What can I expect to find inside? Everything, anything. It's an old elven temple, the witch Eilhart turned into her hideout. Look at him. Fell into some magic trap, then monsters attacked him. Barely got out alive. Any of your men still down there? Dozen or so went in. They's all that came out. Rest are probably dead.
I saw if Philip is still in there. Don't count on anyone going in to retrieve your corpse. Dankeschön, sehr nett. What do you reckon? Think you'll find something? That cutthroat. Genau, hier waren wir schon mal gewesen. Aber das hier ist halt neu. Gotta be some mechanism that opens this door. Ah, war hier. Missing one tile. Aha. Perfect hideout. For an owl. Be a bit harder for me to move around. Oh Gott, was ist das? Weird. Portals. Great. Which I just roughly listed them. Works. Hey, portals. Make my stomach turn. A remix. It's edge frayed. This is an owl feather. Neckers. Might have expected as much. They love places like this. Lecker Lebkuchen, was? Damn. Bei dir gerade oder war das auf irgendwas hier bezogen? A power cell for portals. Feels dead. Maybe a sign will revive it. Bei mir, achso, okay. Should work now. Did it. Activated the portal. Eine weitere unpopuläre Meinung von mir zum Thema Weihnachten ist, dass ich Lebkuchen nicht viel abgewinnen kann. Aber gut für euch, wenn ihr es mögt. Stay back. Not one step closer. Sheathe that before you hurt yourself. Wait. You that Witcher the king was supposed to send? Guessed it. Macht nichts mehr für mich. Sehr gut. How dangerous this place is. I'll wait up above with the others. Not a chance. Those cowards ran at the first whiff of monsters. I'm made of stiffer stuff. Besides, something big's set to happen here. I just know it. I learn what it is. Radovid will appreciate it. King will promote me. Maybe even give me a medal. What's the big event that's supposed to happen? Don't know the details, but I came across Philippa Eilhart's notes. Mentioned Ida Emian, Margarita Lowe and Teil, Francesca Finderbear, and Frangella Vigo. As I see it, they aim to meet here. Weil ihr gerade wie mit Lebkuchenmann aussieht. Schon so. Think Philip is still here? Can't really know. Sure, we searched a few caverns, but hidden nooks abound. If someone wanted to hide in here, they could easily. Even if they weren't an owl. All right. Let's get you out of here. Told you already, no chance. Besides, the teleport's power cell. I broke it off. We've to wait till they come for us. Got no choice. Nobody's gonna come for us. Give me the crystal. I'll get us out of here. But the monsters? I'll defend you. What if you can't? Okay, wir haben noch eine Option hier. No time to argue. Give me the crystal. Over my dead body. Oh, komm schon. Have it your way. Eternal fire! Lost your nerve? Right, enough! I'll give you the damn crystal. Out of my way. Love letters.
Brief an Philippa. Liebe Philippa, während ich dies schreibe, trinke ich meinen Lieblingstropfen auf der Terrasse des Anwesens meines Vaters in Metena und frage mich, was zur Hölle du dir eigentlich denkst. Ich würde ja verstehen, wenn ich dich einfach langweilen würde. Ich würde akzeptieren, wenn dir das Bild, das wir abgeben, nicht zusagt und du dir ein jüngeres, hübscheres Modell gesucht hättest. Aber bei allen verfluchten Göttern. Dijkstra, dieses bei allem nötigen Respekt schmerbäuchige Schwein statt meiner? Vielleicht haben dir ein paar neue Trankversuche den Verstand vernebelt. Oder ist das wieder so ein Spiel von dir? Aber auch wenn du politische Gründe hast, nicht in der Nähe dieses Primitivlings aufzuhalten, verstehe ich nicht, warum es in unserer Beziehung bedeuten muss. Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass wir unsere Liebe verstecken müssten. Anonym. Interesting. Philippa dumped some woman for Dijkstra. Right. Now to activate it. Ich muss mal angewöhnen, mir Monster zu plündern, damit tatsächlich Monsterzutaten fehlen für ein paar Upgrades von meinen liebsten Tränken. Muss ich echt mal ein bisschen aufpassen. Monsterhirn zum Beispiel, das brauchen wir für irgendwas. Ich erinnere mich vage. Na komm. Another feather. Doubt Philippa had an aviary. These are signs of polymorphy. Platziere den Kristall. Ja, wo denn? Ah, warte, hier irgendwo. Nein, doch. Ah, ne, muss ja hier sein. Guck mal, das ist doch ein Gerüst dafür. Ja, genau. Guck mal, da oben sind die ganzen Portale, durch die wir reinkamen. Ganz lustig eigentlich. Oh. Cat Potion. Eine haben wir noch übrig danach. Hier ist auch noch ein Portal. Da gehen wir jetzt mal nicht lang. Oh, Degenstiefel. Nicht so gut. Yeah, gotta have a sentry, of course. Okay, das ist erstaunlich einfach. Gut. Das war erstaunlich einfach. Aber ich beschwere mich nicht. Hier drüben so los. Diese Kiste ist da los. Die Meritium, nice. Zerbrochene Harke, nehmen wir alles mit. Kommt alles mit. Nee.
table, a few chairs. Modest, but a home nonetheless. Agates. Kind Philip always wore around her neck. Except, why are these covered in blood? She either fought someone, or used them in her experiments. Blood-stained surgical instruments. Philippa operated on someone here. Notes. Charred, almost completely. Can't read a thing. A megascope. Scorched, covered in soot. Maybe one of the crystals survived. Crystal from a megascope. Heavily chipped. Okay, Mission erfolgreich, zurück zu Radovid. Computer sagt ja. Immer noch irgendwelche Kabelviecher irgendwo. Das höre ich doch. Oder ist das Geräusch von den Portalen? Das kann auch sein. You should have gone after it. You're alive. Find anything? Not your concern. Wrong there, friend. I serve the king. Everything that concerns him's my concern as well. Hand it over, whatever you found. We'll see the king gets it. Okay. Ihr seid am Zug. Geben wir denen das, was wir gefunden haben, oder bestehen wir darauf, es dem König persönlich zu geben? Was möglicherweise bedeutet, dass es hier zum Kampf kommt. Trinke ich mal einen Schluck Spezi in der Zeit. Jumbak sagt, das geben wir denen auf keinen Fall. Gut, ansonsten ist Schweigen im Wald, das heißt auch dagegen. Ah, da haben wir es doch. Hier drin sagt, wir sind auch dagegen. Alles klar, 2:0. Wir geben das denen nicht. Der König wollte es von uns persönlich. Zumindest hätte ich ihn auch so verstanden und Geralt hier offensichtlich auch. Forgetting yourself. Save your orders for your men. As you wish. Oh. Grab him! Any Oh, nein. last words? I want him alive! Alive! Au. Was ist das? Na gut, Freunde. Ihr habt's so gewollt. Die Militiumfesseln. Kann bestimmt einschmelzen. Mache ich ja viel zu selten, weil es ja jedes Mal Geld kostet, aber man kann hier Gegenstände in ihre... Ich muss mal kurz rasten, damit wir diese Dings los sind. Gegenstände in ihre Einzelkomponenten aufzwirbeln lassen von Handwerker. Kostet nur jedes Mal Geld. So, dann gehen wir mal zum Mad King. Ja, warte. Ah, hier ist er. Genau, der ist ja am Hafen von Ochsenfurt mit seinem Schiff. So sieht's aus. Oh, warte, eine Spende. Halt, keiner bewegt sich. Sekunde. Sogar in all caps, damit ich es auf jeden Fall sehe. Jorinde hat gespendet, nämlich 25 € für Queer Amnesty und damit sagen wir 100 € insgesamt. Ganz fantastisch, vielen lieben Dank, hervorragend. Applaus, Applaus, Applaus für Jorinde, für diese Spende. Tipptopp. Ich bin stolz.
Wer mitmachen will, denke ich auch, wer mitmachen will, Spendenlink ist wie immer in der Kanalinfo unter Spenden. Und wie immer ist mein Chatbot heute der Meinung, er muss nicht arbeiten. Naja. Wenn ich so mit der Einstellung arbeiten würde. Eieiei. The knight from the fairy tales. Did he have black hair on a white horse? This is the ship of His Majesty Radovid V, King of Redania. State your business. Der ist halt schon im Weihnachtsurlaub. Und guten Abend. Ich wollte meinen Namen nicht schreien. Guten Abend, Jumping bzw. Holger. Grüß dich, schön, dass du da bist. Sag mal, Jama, habe ich dich am Wochenende richtig verstanden? Du streamst jetzt erstmal 2-3 Wochen nicht? Du Sau. I want to see the king. It's about Philippa Eilhart. If that's the case, come with me. But no sudden moves. Got my eye on you. Witcher, any progress? Have you found Eilhart? Zumindest nicht regulär, eventuell mal einen Handstream spontan oder so, aber ja, eigentlich nicht. Ja, der lässt uns hängen. Ja gut, okay, aber dann, also es könnte sein, ich habe am Wochenende Kapazitäten zum Streamen. Ich will auf jeden Fall Sonntagvormittag streamen, weil das letztes Mal echt gut funktioniert hat. Und vielleicht mache ich ja Freitagabend, um die Jama-förmige Lücke in unserem Freitagabend zu füllen. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe dich ja neulich wieder gesehen mit Sweepy Online. Apropos, Sweepy ist Watch Party am Sonntagabend, oder? So wie es aussieht. So wie ich die Abstimmung derzeit verstehe. Da wäre ich vielleicht sogar dabei. Jama, wichtige Frage, wie sehr magst du eigentlich Midnights? Die wichtige Frage, die ich dir jetzt habe, ist, was ist Midnights? Habe ich gar nicht, hast du mir gar nicht erzählt. Die Frage habe ich auch, okay. Ich lasse gerade noch diese Unterhaltung im Chat sich ein bisschen austoben, weil ich danach noch eure Meinung haben möchte, was wir den König sagen. Das neue Taylor Swift-Album, die Frage geht ja auch nur an den Residential Swiftian hier. Ah, okay, das sehe ich natürlich ein. Oh, ah. Ich glaube, Marty Penny ist auch Taylor Swift-Fan, aber die scheinen heute nicht da zu sein. Da hättet ihr sogar zu dritt fachsimpeln können. Da sieht man mal, wie ich nicht up-to-date bin, wusste gar nicht, dass es ein Neues gab. Das wusste sogar ich nicht, hört Taylor Swift nicht. Also nicht aus Überzeugung, sondern weil es mir einfach nicht so in den Sinn kommt. Sag ihr nicht 3, Rado wird es ein Arsch. Genau, das ist nämlich, Dankeschön, da haben wir schon mal die erste Stimme, oder zumindest den ersten Ausschluss. Also Radovid will Philippa Eilhart, der ihr schon mal die Augen hat auslöffeln lassen. Und du hast neulich mitgehört, ich in der Küche anhatte. Ja, das habe ich gemerkt, aber das war ja nur 5 Minuten oder so. Nein, aber ich habe diesen Kristall gefunden, das ist die eine Möglichkeit. Das heißt, wir sagen ihm straight up genau das, was wir rausgefunden haben. Nein, ich denke, sie ist tot, ist meiner Meinung nach gelogen, damit würden wir sie schützen. Und drittens, ich weiß, dass sie versucht, die Augenlicht zurückzugewinnen. Das ist die Schlussfolgerung, die wir haben, die wahrscheinlich richtig ist, aber damit sagen wir es ihm natürlich auch. Und die Frage ist, sagen wir es ihm, weil es ist schon richtig, Radovid ist ein Arsch. Muss ich also erst noch reinhören, die neueren Alben sind zwar schon gut und nett, aber mir gefallen die älteren doch meist mehr. Sie ist tot, sagt Jorinde, also sollen wir sagen. Die älteren Alben kann ich eigentlich komplett durchhören, die neueren nur so 50%. Ja, die Kritiken sind ja eigentlich immer sehr positiv bei Taylor Swift, auch bei den neueren Sachen, aber wie gesagt, ich verfolge das nur sehr oberflächlich. Also, dann haben wir aber doch finde ich Midnight sehr gut, haben wir noch mehrheitsfähig, dass wir Radovid anlügen und sagen, dass wir denken, dass sie tot ist. Eure Entscheidung, wir machen das jetzt. She definitely hid where your men said, but I arrived too late. Fortunately or not, can't really say. There'd been a fire in the hideout. Philip had died in the flames, most likely. A fitting end for a witch. So, have you any proof? Ja, die neueren Taylor Swift Sachen sind halt schon solide und populär, aber eben Pop. Ich mag ihre Folk-Country-Phase mehr. Ah, gut, das kann natürlich sein. Wie gesagt, nicht falsch verstehen, ich mag die neuen Alben auch, aber ich vermisse manchmal die älteren Dinge. Okay, also der Kristall ist kein guter Beweis dafür, dass sie verbrannt ist. Im Gegenteil, der könnte ihn auf die richtige Fährte bringen. Deswegen würde ich sagen, wenn wir schon machen, dann ziehen wir es richtig durch und sagen, nein, wir haben keinen Beweis dafür. No, but you have my word. Your word? You give me your word? Sorry.
But Eilhart herself taught me to doubt everyone, especially their word. So we've naught to talk about. Farewell. Mach's gut. Eternal fire walk with you. Lass mal kurz zum Schmied gehen. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal da waren. Was für ein Level sind wir eigentlich inzwischen? Wir sind Level 18. Ah genau, es hat ja noch Zeug gefehlt. Um Kram schmieden zu können. Greetings again. So, you got a job for me, an interesting one. You're in luck. I actually do have a special order for you. Oh, that's fantastic. Mark my words, you'll be satisfied. So, für die Handschuhe haben wir alles. Wir müssen nur unsere alten Greifenhandschuhe aus der Kiste rausholen. Da haben wir sie nämlich noch drin. Greifenhose haben wir alles. Also verbesserte. Ja. Was hat die Greifenrüstung? Monsterfedern. Ja, Scheiß mit Reis. Aber wenn News gut findet, muss ich da mal reinhören. Bin gespannt. Ja, mach das mal. Viel Spaß. Ich habe schon, es war schon so, also ich habe schon so mitbekommen, als es rauskam, dass irgendwie alle Millennials im Internet im Ausnahmezustand sind. Ich dachte, wisst ihr was, ich gönne euch das. Ihr Schnubbels. So, ja, nee, also ohne Monsterfedern kriegen wir eh nicht das ganze Set. Deswegen schieben wir das noch ein bisschen auf und suchen uns mal ein gefiedertes Monster. Show me what you have in stock. Es gibt ja auf Skellige eine Menge Harpien auf jeden Fall. Jetzt mal unseren Scheiß reparieren. Haben wir eigentlich ein besseres Schwert inzwischen? So long. Nee. Na, vorher, das Silberschwert hier ist ganz schön gut. Cool, alles klar. Ja, dann verkaufen wir dem vielleicht noch ein bisschen was. Wir haben nämlich eh viel zu viel Zeug, oder? Das geht noch, aber ich würde es gerne mal machen. Rüstungen sind das Schwerste. Greetings again. So, you got a job for me, an interesting one. Wir Millennials haben ja manchmal auch guten Geschmack. Jammer, ich weiß nicht, ob du Millennial Appropriation betreiben darfst, oder? Oder erstmal überlegen, wie alt bist du? Nee, du bist kein Millennial, oder? Ich glaube, du bist knapp kein Millennial, meine ich doch. Du bist knapp noch Gen X. 22 was? 22 Monate zu alt, um Millennial zu sein? ...22 knackige junge Jahre. Was? So long. Deine Brille? 22 Jahre zu alt, So, was haben wir jetzt mal Schönes? Kein Gatekeeping hier, Alter, schlecht Gaming. Es ist ja Reverse Gatekeeping tatsächlich, weil ich ja nicht sage, du bist zu jung dafür. Aber natürlich ist man ja auch nie zu alt für sowas oder irgendwas. Da bin ich ja selbst durchaus betroffen. Hallo, ich bin der älteste Mensch auf Twitch. So, ich glaube, wir befreien jetzt mal Dandelion, oder? Hier, ein Pöt in Nöten, das ist ja mal genau unsere Quest. Wir machen jetzt den Hinterhalt. Genau, wir haben ja letztes Mal, wer dabei war, wir haben ja letztes Mal dieses Theaterstück aufgeführt, um den Doppler Dudu aus seinem Versteck rauszulocken. Du müsstest dich eigentlich auch in Jung, aber schlecht Gaming oder Millennial, aber schlecht Gaming umbenennen. Aber das wäre beides falsch. Das heißt, wir befreien jetzt endlich Dandelion, der uns ja sagen kann, was mit Ciri ist. Was ja eigentlich unser Ziel ist. Long live Radovid! Ja, komm.
Oh, was haben wir hier? Haben eine Sidequest. Another one. Run along home with the rest. Sir, show some mercy. We've not got nowhere to go. For us, it's Novigrad or death. Had enough of you lot. Sod off, or I'll have you skewered. Na Leute, was machen wir hier? Helfen wir Frontex oder helfen wir den Geflüchteten? Sind nicht Millennials alle die zwischen 1980 und 1999 geboren sind? Die danach sind alle jede welche mit dem Smartphone groß geworden sind. Ich glaube Millennials ist so 80 bis 95 der Geburtsjahrgang oder 81 bis 96, wie sowas. Das sind meistens 15 Jahre die soziologischen Generationen. Gut, war eine rhetorische Frage. Natürlich helfen wir. Genau, Refugees welcome. Natürlich müssen wir jetzt leider ein paar Faschotruppen aus dem Hemd kloppen. Let him through. Can't see any harm in it. Fucking hell. How many times have I got to repeat this? I've orders to turn back anyone who don't show a pass. Okay, Leute. 100 Goldstücke, die haben wir noch übrig. King's a long way away, and your pay's probably meager. Sure we can't make a deal? Mean to say you're looking to, purchase a one-time pass? Exactly. That's a whole other conversation. Way's clear. So, siehst du mal. Das war doch ohne Gewalt und zufriedenstellend Got gelöst. nowhere to go back to. Novigrad. That's a chance of a new life. Stay off the roads. Liable to run into another patrol. Shan't be taken like that again. We'll be as careful as hares in a field bared by winter. But you was cast in a different mold than us. More like the hero that lies in the tomb neath Crookback Hills. Tomb's in a cave in a hillside. Down Warren's at the foot of the hill. Folks say treasure inside's a sight to behold. Huge hoard. Might find something that suits you. Good luck. Okay, haben wir eine neue Schatzquest-Dings. Ja. Hallo? Run, Roach. Seems everything's ready. Aye. Soon as we catch sight of them, we'll block the road against the whole unit if need be. And, you know, I think it's a great plan all round, and I'm always glad to help. And it's not like I'm not eager to crack some holier-than-thou bugger skulls, but seeing as we've got a Doppler, wouldn't it have been easier to have him release Dandelion and be done with it? Tatsächlich eine gute Frage. Too suspicious. Think about it. Menga disappears, then shows up with a scar on his face to release Dandelion. I suppose you're right. Priscilla, what are you doing here? Some child brought a note from Dudu. The convoy will leave at dawn. May I stay with you? I can't stand it. Sitting at home, worrying about Dandelion. Never fear, my dear. You'll get your warbler back. Just hope he's got his... Damn it! Gotta watch the rhymes in the presence of a lady. Go back to town. Please, I shan't be any trouble. Oh, come on, Geralt. Leave it go. Let her stay. Look at her. Oh, weepy-eyed. Like Mamutsi with his guts knotted up. Was bist du eigentlich für ein Arschloch-Soldan? Ich finde, sie jetzt was Praktisches anziehen können, das finde ich. Aber von mir aus kann sie ruhig bleiben. Fine, she can stay. On one condition. I know, as soon as the fighting starts, I'm to stand at a distance. Not much happening just yet. And there may be some time before it does. Well, how about a game of Gwent? Aha, das ist doch mal eine Sprache. Sure, let's play.
Gottes, sie hat nämlich nicht Gwent, sondern Gwent gemeint. Hä? Spider-Gwent oder was? Gwen Stacy nämlich. Ja, nö, gut, kann ich passen. Das ist aber missglückt der Versuch, auch mal einen zotigen Witz zu machen. Ich kann es wohl einfach nicht. Achso, du meinst Gwent. Okay, aber das, ja, okay. Also, ich sag mal so, es war dein erster zotiger Witz. Schau mal, insofern völlig in Ordnung. E for effort. Bin stolz auf dich, ja. Ja, ich muss ja. Da steht's bemüht, ja. Passt, hervorragend, weil dann nehmen wir nämlich dich hier zurück und dafür was Billigeres rein. Guck, wie groß der Junge geworden ist. Macht zotige Witze. Ja, mit 22 kann man das schon mal machen. Dafür haust du einen Scorch raus? Meine Güte, diese Computer. Ich bin ja erwachsen, ja. So, das ist eine reine Materialschlacht, die müsst ihr eigentlich gewinnen. Als Millennial. Ja, mit 22 bist du aber kein Millennial, da bist du Gen Z. Lucky jemand übrigens vor deiner Tür. Oh. Und es ist so traurig, weil es gilt nicht mir, es gilt der Tür, weil er raus will. Wir haben jetzt erstmal rausgelassen am Wochenende und sie mögen es sehr. Daniel, Gen Z, mir egal. Hauptsache Madrid. Ich habe ja erst vor einiger Zeit gelernt, wie die Generation heißt, die nach Generation Z kommt, was halt so die, also die jetzigen Frühteenager und unter 10-jährigen Kinder sind. Das wusste ich nämlich gar nicht, wie die damit schön heißen, weil das Alphabet ist ja eigentlich zu Ende. Aber das stellt sich raus, ich habe es gerade schon gespoilert, die heißen Generation Alpha. Wenn da auch noch einer Kevin heißt. Ja gut, weil also Generation Kevin ist ja nun tatsächlich eher die Millennials gewesen, glaube ich, weil zu der Zeit halt der Film populär war. Also sowohl der Film Kevin allein zu Hause als auch der Schauspieler Kevin Costner. Das hat ja so ungefähr gleichzeitig den Höhepunkt erreicht, so 91 war das gewesen. Und dann gab es halt ganz viele Kevins. Bis heute der Film damals jemals populär sein konnte. Also ich habe den damals im Kino gesehen und fand ihn auch sehr lustig, aber ich war halt auch recht jung. Wenn ich den heute sehe, ist er mir tatsächlich hauptsächlich zu brutal. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich meine, das ist eine dumme, brutale Komödie. Ich werde damals im Kino recht gelangweilt. Okay. Priscilla, stay here. Wie recht entsinne? Ich meine mich zu erinnern. Ich habe mal an einem Tag mit einem Kumpel waren wir zweimal im Kino. Das eine war Kevin allein zu Hause. Ich überlege, ob das andere das Schweigen der Lämmer war oder Highlander 2. Kann ich dir nicht seriös sagen. Ich glaube, das Schweigen der Lämmer. 2 Klassiker an einem Tag. Wenn auch aus sehr unterschiedlichen Gründen. Einer von beiden ist mir zu brutal. Und es ist nicht das Schweigen der Lämmer.
Klassischer Ewok-Trick. Ah! Dandelion. Damn it. Geralt, go after him. Leave these here to us. What's it? 3 more Right ships through at the here. hole! Shit, lost him. Gotta look for tracks. Prints are deep. Horse was carrying a heavy load. Das haben wir ja gesehen. Hier ist doch die Imkerei Meiersdorf, da waren wir doch gewesen. My, aren't you a tower? Haben doch deren Problem mit dem Bienenphantom gelöst. Hoofprints. Ja, ich folge ihnen schon die ganze Zeit. Frage, ob ihn aus dem Lager Rittersporns Entführer gesehen hat. Na dann. Anyone ride through here? 2 men. One slung over the saddle like a sack. Oh, aye, something of the kind dashed by. Turned left there. But 'twere a wench you were carrying, swear it on me head, squealing and wailing so. Ich habe ein Bienenphantom verpasst. Ja, die Quest, wo du das Bienenphantom für die Halbling-Imker Meiersdorf finden musst, was gar kein Bienenphantom ist. Ha, Heavy Load hat Dandelion gerade fett genommen. Hallo, Quiz in the North, grüß dich. Wie geht es dir? Und ich meine, naja gut, also 2 Menschen sind natürlich generell eine Heavy Load. Da muss nicht unbedingt einer von besonders schwer sein. Vielleicht ist auch der andere Typ besonders schwer. Looks like it might have started limping. Ja, da ist das Pferd. What is it? You tell me! One of them hunters barged into our hut, turned us out before we could so much as fart in protest. There another man with him? Tall, dark-haired? Aye, jabbering the whole time. Dandelion. So, Hunter's barricaded himself inside? There another way in? Truth be told, there is. Jo, muss nicht mit einer sonoren Romantik-Stimme. Das sind Schreibfehler, da muss Romantik-Sex-Stimme stehen. Im Ohr natürlich direkt besser. Oh. Habt ihr mal wieder irgendwie auf Twitch gestreamt? Ich krieg gar nichts angezeigt von euch. Oder ist das jetzt passé? Ihr habt das Twitch-Game so gecrushed, das wird nicht besser. Where's this other way in? Aren't you curious? It's an ordinary tunnel, back way out in case of trouble. We don't let strangers in there. Show it to them even. And there's... Shut it. Want to get rid of this hunter or not? Honest? We'd see you all gone. But he'll do for a start. Here, the key. Cellar door around the back. Thanks. Wir haben November gestreamt und haben am 18.12. wieder, nun sonntags. Ah, okay. Cool, da schau ich vielleicht mal rein. Hinnerum. Na komm. Na. And how can I be sure that you won't try anything? I'll go with you. Not like I really have a choice left, do I? And there'll be no trickery along the way. I could wring your neck like a fat hen. Yes, but I also realize you won't.
My corpse is worth nothing to you, whereas alive, like I said, 100 gold ingots. 100 gold ingots. No more, no less. Or I'm not Julian Alfred Pankratz Viscount de Lettenhove. Viscount? Come on. Everybody calls you Dandelion. That, my friend, is what we call an assumed identity. Can't expect me to reveal my full title to every goitered idiot I run across. Now, if you could just unbind... Okay, guter Versuch, Deadline. Würfel mal Deception 1. Ab nächsten Jahr dann alle 2 Monate. Die Live-Quest-Lage ist ja wieder normal. Wir wollten es aber nicht ganz aufgeben. So ist etwas Besonderes. Oh, sehr gerne. Wollte ich eigentlich fragen, ob du eine Gastrunde machen willst. Dann habe ich es leider verballert. Ich mache an sich sehr gerne wieder eine Gastrunde. Jetzt Sonntag wird mir zu kurzfristig und ich habe vielleicht noch was anderes online. Insofern nie, aber wenn ich rechtzeitig vorher Bescheid weiß, mache ich sehr gerne Gastrunde und überlege mir auch gerne ein schönes Thema und schöne Fragen und schöne Dinge. Wo muss ich denn hier was? Wie? Okay. Wieso ist hier ein Gemälde von Dandelion im Haus? Im Haus von diesen Halblingen. Was für ein verrückter Zufall. Dann super gerne Februar zum Beispiel. Das klingt doch machbar. Ne, Februar habe ich keine Zeit. Komplett. Very wise. Might not be more than a sergeant today, but tomorrow. Quiet! I thought I heard something. What? No. You see, me and Dags, we don't. Oh. Oh, der ist gar nicht ohne, der Kollege. Au, was ist das? Au! Alter, was ist denn hier los? Au! What? Lost your nerve? Uah. Ecco mio, ey. Was bist du für ein Bastard? Das gibt's ja gar nicht. Aus da. Time to end this. Ja, meine Maus ist auch irgendwie ein bisschen... Meine Maus mag nicht reagieren. Au! Kein Wunder, dass es nicht läuft hier. Meine linke Maustaste macht nichts. Come on. Na! Oh. Ja, Leute, meine Maustaste macht nichts mehr. Was ist denn hier los? Das ist so eine Scheiße. Guck mal, jetzt geht's. Im Menü funktioniert es, also offenbar kein Hardware-Problem. Meine Güte, letzter Tag vorm Grafik-Update und das ganze Spiel bricht auseinander. Das soll erst nach dem Patch passieren. Du bist nicht da, Ladi da, der feine Herr auf Reisen. Nein, das war ein Scherz. Ich habe im Februar nichts vor. Es war der Scherz. Der Scherz war, ich habe im Februar grundsätzlich keine Zeit, wenn du fragst. Klar, die Maus, und außerdem bist du müde und dehydriert und überhaupt. Ja. So, also nochmal. Mach es noch ein bisschen schneller. Ich wollte übrigens mal hier drin nachgucken, wo wir schon mal hier sind. Ne, okay, hier ist nichts. Hat so aufreizend offen gestanden hier, die Scheune. Wasser im Arsch. Dankeschön. Was sagt uns das? Macht dann wieder Geogesser. Ja. Cheers, ich hab Spezi im Arsch. Dann habe ich Spezi im Arsch, Entschuldigung. So. Also. Ah, hier. And how can I be sure that you won't try anything? I'll go with you. Not like I really have a choice now, do I? And there'll be no trickery along the way. I could wring your neck like a fat hen here. You've made a wise choice. Very wise. Might not be more than a sergeant today, but tomorrow. Okay, jetzt geht's wieder. Au.
trotzdem, also der ist wirklich ganz schön, ein ganz schön fieser Typ. Okay, jetzt so läuft das. Dandelion. Ist die Klamotte einfach auch. Yay. Geralt, must you ruin everything? I had him just where I wanted him. It is good to see you, friend. Been a while since you were last in Novigrad. What's... Come on, we'll talk outside. Priscilla! What are you doing here? You all right? You had me worried sick. Dandelion, you rascal. Got this lass to thank for his racing after years. She chivied and chivied. Shame you arrived too late to see us hoodwink that hunter. I had a plan all set, but then Geralt! Dandelion, I need to ask you something. It's important, so focus. Where's Ciri? Ciri? I thought, seeing how you're here, you haven't seen her? Well, I don't know where she is. Ist jetzt nun nur ein Hexenjäger, kein Hexerjäger gewesen. Ja. Es gibt übrigens bei diesem, bei dem Patch morgen ist übrigens auch ein alternatives Kostüm für Dandelion drin, das halt mehr aussieht wie das aus der Serie. Und das ist wirklich so ein Downgrade, weil, also nichts gegen den Dandelion aus der Serie, aber das ist halt ein Lumpen, was der trägt, vielleicht zu diesem fantastischen Pimpsuit, den er trägt. I know you tried to help her. Gotta say I'm having trouble understanding why you went to Horson Jr. of all people. No one else came to mind. Maybe given more time, I'd have done things differently, but Ciri said the Wild Hunt was on her tail. Horson seemed pretty harmless by comparison. Something went wrong. So you've heard everything. I hope you're not mad. You can't be. My plan was perfect. Until we put it in motion. How was I supposed to know Manga was after Dudu? Heard enough about your plan. Need to know what happened to Ciri now. Ich liebe das Outfit, hab sogar die Beine dafür. Ja, du hast nämlich 2 davon und auf der linken Seite nur 1. When did you last see her? We were on Temple Isle, running from Horson's men. Flashback Time! Also ich habe ja 3 Beine. Es geht über das mittlere zählt nicht als Bein, aber trotzdem schön, dass du dabei bist. Die zur Tempelinsel, na dann mal los. Okay, los geht's. Verdammt, du kommst jetzt so vor, das passiert mir sonst nie. Es geht über jetzt seit einer Stunde gewartet, um das anzüglich mal einzusteigen. Ja. Und also fairerweise. Boah. Au, aufhören. Uns geht aber natürlich viel mehr Übung darin als Jama, der vorhin auch versucht hat, was Totiges zu schreiben. Verdammt, da ging es sogar darum, Dandelions Anzug. Ja. Kann ich hier rein? Ja. Okay, komm mal. Auch Fragen? Als ich eine Stunde bräuchte, um anzüglich Hook zu finden. Bei Jama hast du nicht verstanden, weil du es nicht erwartet hast. Ja. Dandelion! Hat er extra nur am Hals eine Rüstung. Und genau das hilft dann trotzdem nichts. Losstecken. Genau, der war eigentlich total gut. Ja. Ciri? Damn it! Arrest that man! Ah, what an adventure. One minute we were pulling off the heist of the century, the next we were prey. A pack of hunters on our tail.
Yeah, a splendid story, but I think I've had my fill of this boasting. Come, Zoltan. We must convince the halflings they saw nothing at all. Hier ist die Halblinge oder was? Gave me enough material for a volume of ballads. And this one will sell like hotcakes. Ich stelle mir gerade vor, wie Jama mehrere Stunden lang vor dem Spiegel den anzüglichen Witz einstudiert, obwohl er nur in den Chat tippen muss. Ja, was für ein Leben. Da arbeitest du jahrzehntelang treu vor deinen Chef und am Ende wirst du umgehackt. Und da steht nicht Ronny Müller, 36, Vater 3 Kinder und Mitglied im Gemeindechor, sondern nur Mann von Hurensohn. Ja, das ist natürlich ist auch die deutsche Übersetzung, macht es auch nicht besser, sag ich mal. Okay, ich gehe und steche den Halbling die Augen aus. Übrigens, also auch wenn Garrett wieder bereit ist, Dandelion anzumaulen, aber wir haben gerade gesehen, wie Dandelion sich in diesen Armbrustbolzen werfen wollte, um Sirius zu schützen. Der ist nämlich ein guter am Ende vom Tag. Right. Best bit's when the guard draped you over his saddle like a sack of corn. Stands to make you a fortune. Time will tell. You're getting to be grumpy in your old age. I'm just worried. About who? Ciri? Have a little faith, Geralt. You have any idea how she fights? The girl can take care of herself, believe me. Anyway, she's got to come back for that little box. The trinket that started it all. Mean this? You get it from Horson? Whoa, Ciri will be overjoyed. Horson, on the other hand, has got to be pretty furious. Kein Problem. Horson's dead. Ooh. Guess you're no stranger to fury either. Well, can't say I regret the man's abrupt passing. Deserved it as much as he deserved that awkward nickname. What about our old friend Siggy Reuven? Been to see him yet? He's fine. Oh, that's too bad. Because there's a good chance he's furious with me. Sauer ihn nicht gehört zu haben. Ist der Bart oder Haare gefärbt? Warum nicht beides? Keep the faith, keep the faith. Da klingt gerade nichts. Also es ist nicht Keep the Faith von Bon Jovi, das würde ich erkennen. Weil ich den auch nicht auswendig kann. Ciri ever tell you what this is? And Horson? Doch, das ist okay, gut dann. Why'd she go to him with it? Habe ich nur einen Refrain gedacht, wahrscheinlich. Because I took her there. Could have guessed that was your idea. What? Her magic bauble was broken. Horson had access to the mages who could fix it. Besides, she needed help deciphering a curse. It's incantation. What was Ciri's interest in this curse? Did she want to cast it or lift it? She tell you? She wasn't all that willing to talk about it. I didn't want to pry. The one time when it might have been useful. But I'm almost positive she meant to lift it. Off who? What? Or was it about her directly? No. I don't think so. I mean, she didn't look cursed. But boy, was she in a hurry. Know any more about the curse? Something specific, a detail, anything? Well, I know the words. You're kidding. No, they were Elven. Ciri was constantly repeating them to herself. Probably not to forget. Went like this. Vafile Elaine Kiadmil Foli. Gladev Dorn Ep Tenaid Bundro Isne Iakas. Doesn't mean a thing to me. Even less to me. Damn it, that's just not enough. Jetzt wiederholt den Fluch doch nicht. Klaatu, Berater. Geralt, she's no longer that little girl who ran around Kaer Morhen. Sure, she's still impulsive, alive, but she's also stubborn and sulky. Apple didn't fall far from the tree, let me tell you. Right. Der Apfel fällt nicht weit vom Pferd. She slipped away again. I was so close. She came here from Velen. Somebody there helped her, apparently. Maybe she went back. Doubt it. Talked to the Baron there. He's the one helped Ciri. Said she rode off to Novigrad to look for Yen and me. And Yen's in Skellige, looking into traces she thinks Ciri left behind there. So, Skellige? Skellige. You two have chatted enough. Now it's my turn to talk to Dandelion. And I'll gladly have a go at him when you're done.
Let's get back to the Rosemary in time. Well, I've Hat da wer certainly Caps had Lock my an? share of Nein, excitement nein, for das one war, glaube ich, day. ein A juicy künstlerisches. roast and a Oder soft meinst du bed Jorinde with Spende? pillows. I think that's the least I'm owed. We haven't seen each other, talked in ages. Consider dropping by if you're in the Oh, guten Abend zum Palthof. Sorry, hab ich nicht gesehen. Sometime soon. Ich I'll rüpel. hold you to that, Geralt. Sorry, guten Abend. See you soon. And thanks again for today. Damit hat er sich die Hauptquest in Novigrad gemacht. Oh, du kannst jetzt in der weiteren Blood and Wine auf Abenteuer gehen. Nein, das machen wir nicht. Das war als allerletztes. Als allerletztes haben wir das. Oh. We are grateful that we wanted to demonstrate that. So, Hier ist heute niemand die Augen ausgestochen, das ist schon mal gut. gift for you. Portrait What? of the Hierarch. Nice. Ah, it's nothing really. Got oodles of them. Just, if you wouldn't mind not mentioning where you got it. All right. All right. Farewell. Fein. Ist das nicht Vigo aus Ghostbusters 2? Schon so ein bisschen, das Gesicht zumindest. Körperlich hat er sich ein bisschen verändert. Mal kurz auf die Karte gucken. Aber irgendwas an... Ja, da haben wir das meiste ja gemacht. Und die uns noch fehlen, würde ich erst machen, wenn wir noch ein bisschen weiter aufgelevelt sind. Ja, dann gehen wir nochmal in die Quests in Oini. Also, Skelligers Level 16. Was wir natürlich schon machen können, aber ich will ja erst die niedrigstufigen Sachen machen. Die beiden müssen wir nach Skellige rüber. Könnten mal Kabarett. Dritter spawnen. Na gut, dann machen wir das. She casts no spells. On my honor. An elf's honor worth less than a man's shit. It's chamomile. Goatweed sick. Where are you scurrying to, Rich? Let's see your pass. Pass? What pass? Kind of pass confirms you ain't no mage. Can't enter or leave Novigrad without it. Also muss sich jeder, der nicht ein Magier ist, einen Pass ausstellen lassen, der besteht, dass er kein Magier ist? Wer hat sich denn das ausgedacht? Die Ausländerbehörde? Why have you shut the city gates? So's we can clean it of mages, witches and other scum that's crawled here since the war began. Aim to catch every last one of them, toss them on a flaming pyre like poxy livestock. Sorry, don't have a pass. You'll scurry no further then. Next! Hang on. How do I get one? Start by making an offering to the church. Then you'll need 3 pure souls to confirm... Let him through. Here's his papers. What? But we're... Not your concern. Back to your post. Wer ist das mal? Hilft er mir? Regards from Siggy Reuven. Ah, okay. Gute Arbeit. Ausländerbehörden singe, nice. Ja, ich meine, ist ja eigentlich jetzt voll Mainstream, jetzt wo Böhmermann auch gerade was dazu gemacht hat, aber auch nicht so unrecht. An alle Zuständigen, der Träger dieses Dokuments besitzt die Erlaubnis, die freie Stadt Novigrad zu jeder Tages- und Nachtzeit zu betreten und zu verlassen und darf unter keinen Umständen gestört, verletzt, verfolgt oder belästigt werden. Seine Heiligkeit Hierarch Hemmelfahrt. Na, ob das der wirklich unterschrieben hat? Oder ob der Sigismund Dijkstra am Ende vom Tag vielleicht ein Urkundenfälscher ist. The last individual who tried to come in on my business, it took them a month to find him. Am I being clear, Chive? What's the fuss about? Can you not treat me as a bit of healthy competition? Why are you even talking to him, Duke? I've always maintained 2 smashed knees are worth 1,000 words. Oh, get out! Glad you came. Oder er bezahlt, das kann natürlich auch sein. What's this about? Nothing. I just wanted you to meet my new pals before they bugger the fuck off. Because we were just parting, right? We'll have our reckoning yet, Chive. Soon.
What's this? Some flea-ridden mutant got you scared, Duke? Just say the word. I'll take care of him. Take a peek at what he's got inside, then make the midget eat it. Sound good? Next time, Earl. Let's go. Right, and don't show your hides round here ever again. Well, that puts me up to the neck in fucking shite without a shovel. Shady, those guys. Who were they? Puffed up fish bladders, Duke. Word does he's out to be the new Horse Son Jr., but the bugger's missing a hell of a lot. Specifically coin, influence, men, and class. And the other? Earl. A scumjug like few others. Skin of my arse twitches at the sight of him. Back in Mahakam, we'd send sow buggers like that down the coalface with a bundle of powder and a leaky lamp. What's this all about? Doing business with them? Exactly the ploughing opposite. You see, Geralt, old pal... About to ask me for help, aren't you? The thing is, I sort of kind of owe a wee sum to a mutual acquaintance, Francis Bedlam, the king of beggars. To pay off the debt, I've made up my mind to get serious about Gwent. Getting better by the minute. Not the playing of it, mind you, but the cards themselves. Rarest of them fetch princely sums these days. Sadly, that's not exactly arcane knowledge. Got a buyer in heat for my collection, missing just 3 cards. But Duke's dregs are all over my arse, so... What do you say, Geralt? Na klar helfe ich dir, weil ich die Karten will. Fine. We'll try to hunt down those cards. Which ones you need? Fringilla, Vigo, Isengrim, and John Natalis. Devilish hard to get hold of. Duke's been trying too, hasn't had any luck. Wait, you don't even know where to look for these cards? Nah, it's not as bad as that. I'm betting Zed's got them. He quit fencing recently, only deals in cards now. Unfortunately, the arsewite won't talk to me. Not after I bought a one of a tell card out from under his nose. Would you mind going to see him? Zed. Sounds familiar. Big fish in the card pond. There's a shop along the south wall. And thank you, Geralt. I actually think I stand to pay off this debt now. No problem. See you later, Zoltan. Schauen uns die vielleicht niedrigstufiger? Machen wir nämlich die zuerst. Ja, ist sie sogar. Dann machen wir erstmal das. So, die Karten für Vigo, Isengrim und Natalis für Zoltan. So much work. Hey, free boy. That's a fact. Telling you for the last time. Go away. Mercy! We've 2 children. How are they? Duty calls. What do you want? Okay, können wir nicht eingreifen. Locked. But looks like Zed's inside. And in hot water. Gotta find another way in. Okay. Irgendwie andersrum. Ah, es gibt irgendwie einen super aufwendigen Weg außenrum da rein. Wie war denn das? Well, another freak. Open up. Ist von hier? Vielleicht. Nee, so auch nicht. Let me live. Kommen wir nicht hoch? I'll drink all I had. Ne, ich glaube, es ist wieder vorne rum.
mag, wie die Musik sich dann immer aus der düsteren Gasse rauskommt. Oder unten vielleicht? Nein. Okay, was ist euer Problem? Aber hier kommen wir auch. Das sieht gut aus. Hier vielleicht schreien sie alle so panisch, weil der Typ da so rumhustet. Das ergibt vielleicht mehr Sinn. Du hast gerade eine Puppe geklaut, schäm dich. Nein, ich habe die Kiste wieder zugemacht, indem ich die rechte Maustaste gedrückt habe. Ich nehme sonst alles, aber in dem Fall dachte ich mir, naja. Must be Zed. Oh Gott. Mit so lang, das lese ich nicht. Find it? No. Duke will be peeved we didn't get Zed to spill where he keeps the ledger. I tried, didn't I? Might have pressed him too hard. Shit. Well, at least we got the Isengrim card. Greetings. Come on, Ringo. Time to shine. Get him! Haben wir doch. Ja, ich habe Stimmen in meinem Kopf. Dann habe ich nichts gesagt. Ja, aber das sah auch so aus. Also ich habe gerade noch gedacht, das ist von außen nicht zu unterscheiden. Kassenbuch. Stahlschwert neu, Fabian Olivier, Mottenzerfressener Mantel aus Goldstoff, Herzog, Isengrim, Faoletaner, Karte, Ravik, Ingalavigo, Karte, Caesar Bilsen, 3 polierte Pfauen, Opal, Füchsin. Zoltan ought to have a look at this. Bring die Karte und setz Kassenbuch zu Zoltan. Oh. Liegt auf dem Boden und jammert? Na gut. I've had enough of leaves me of doubt of English. Slap a new rice cheeks. You're a bigger rat than me. Zoltan. Get out. Oh, wir können schon gegen Igwent spielen, aber wir können erstmal... Ich glaube, die ganzen Fragen haben wir noch nicht gestellt. Novigrad doesn't seem like a safe place anymore. What's keeping you here? I was keen on starting my own enterprise, but nothing came of it. Nevertheless, I took on some debt. Got to pay it back now. I'd like to blame it on the war or human treachery, but the truth is, I've got my own thick skull to blame. Rather not dwell on it, Geralt, if you don't mind. What can you tell me about Novigrad's underworld? Got one concept for you. The Big Four. Siggy Reuven, the King of Beggars, Cleaver, and Whoreson Jr. What do you call a triumvirate? But with 4 individuals. Es sind ja nur noch 3, mach keine Sorgen. Well, there are 4, and they've carved the city into spheres of influence. Nothing happens without them knowing about it and approving it. Rumor is Whoreson recently quarreled with the others, but I know nothing more. You've been in town a while. Maybe you can tell me. Radovid and Emir. Why hasn't either taken the city? Excellent question. I believe I can clear the mystery up for you. War requires resources wherewithal. Novigrad's a large port with a powerful fleet and a treasury overflowing with gold. All that makes it a tasty morsel. Tempting for both Redania and Nilfgaard. I understand. The city's walls are high. Its arsenals are full of weapons. Then you don't understand much. True, a siege be a long and grueling affair, but more importantly, everything that's valuable in Novigrad could disappear faster than a mayfly's dream. The Big Four's made it known that should things come to a head,
The fleet's flammable, and any assault on the city sure to touch off riots, during which the church's coffers could very well be looted bare. So, anyone wanting Novigrad's wealth, its ships, has no choice but to deal with its criminal underworld. Na gut. About those cards. You got them? Got the Isengrim card. Show it here. Ha! I say elves are beautiful. Zed give you much trouble? Zed's dead. I ran into his murderers. War eine Menge Setup für ein Pulp Fiction Zitat. Zed. What about the other cards? Zoltan. Sure this business isn't getting a little too dangerous? I mean, men are dying over these cards. Just Zed. And believe you me, he wasn't an innocent bystander. Besides, I'm certain you snuffed his killers out on the spot. So why worry? Tell me about the other cards instead. Didn't find the other cards. Fuck! Bugger must have sold them. Listen, got Zed's ledger. Show me. Entries show him selling the cards to Caesar Bilson and Ravi. Could have been worse. We need to pay him a visit. Who's Caesar Bilson? Cleaver's clerk. A decent fellow once, but so high and mighty now you can't drink with him, let alone go fishing. Fishing? We met at the Anglers Club, the pride of the Pontar. But Caesar don't show around there no more. So caught up in his new role, he almost never leaves his house. At least we won't have to run around town looking for him. Zoltan ist im Angelverein. Natürlich ist er das. Ravi. Who's he? A common card sharp and a swindler. Boggles my mind where he got the coin for the Natalis card. Ever since I gave him a smacking, things between us have been frosty. So you'll have to see him alone. Zoltan seems awful important to you. I'll try to get you those cards. Thanks, Geralt. We can see Caesar together. Meet me outside his townhouse. Gaudiest eyesore on Hierarch Square. He had the facade painted gold. And if you want to see Ravi first, I'd look for him at the Golden Sturgeon if I were you. All right. See you later. And no need to pussyfoot around with Ravi. Beat him about the ears a bit. He'll cave. Well, good luck to you, Geralt. Well, well, another freak. What village are you from? Willows. It's into my area, 2 days' road from Vizima. Got my eye on you, white one. Das war ein dramatischer Sonnenuntergang hier. Die Skybox sieht aus, als würde ich Doom spielen oder so. To leave this city somehow. Wahrscheinlich großes Smog-Problem in Novigrad. Wie hat Zoltan sich jetzt hierhin teleportiert? Naja. Nee, die Sozialisten kommen. Ah. How'd you make out with Ravi? Haven't been to the Sturgeon yet. Fine, fine. Ravi's not going anywhere. Let's clean out Caesar Bilson first. We'll do this. I'll chat him up while you sneak upstairs and search his cabinet of curiosities. Certainly keeps the card there. Can't we just buy the card off him? Doesn't that sound simpler? If I had a coin to spare, I'd sod off to Provis. Besides, Caesar'd never sell Fringilla. But don't you worry. He won't lose out on the deal. Got a bottle of Mahakaman spirit for him. A taste of the motherland's finest is worth more to an expatriate than some silly card. Thought you said Caesar doesn't drink. No. I said it's hard to have a drink with him on account of his rarely leaving home. Also why he's like to get pished as a priestess real quick. 3 rounds and you could walk out with everything in that cabinet while singing the 3 maids of Vigovaro at the top of your lungs. So what's in this cabinet? Ah, no man knows. You'll be the first to see it. I suspect it's either to do with buggery or metallurgy. But you can tell me once we're done. Let's go. Shivi!
Caesar Belzen. I remember our quarrel about who's king of the Pontar. The Pike's king of the Pontar. Well, see, I've come to convince you it's the catfish, and I do not come empty-handed. Who's he? Oh, him! Oh, that's Geralt. Does Geralt fish? Klar fischen wir. Yeah, cast an earthworm the other day. Caught this huge perch. In the Pontar? You betcha! Can't listen to this hogwash sober. Come in! So what's the Xanders or eager biters if they taste like shite and soapy water? That's because you're about as good a cook as a goat's arse is a clarinet. Just recently, I took some fresh thyme. And it tasted like thyme-flavoured shite. Shut it. So, recently, I took this thyme. Geralt? Care to chime in? How's Xander taste to you? Recently isn't a word. Who'd you bring along, Chiefy? Some blowing grammar purist? Wilson, did you hear Vibo Batilda last cast a pea and caught a young pike? Ah, cocksuckers like always. Pontar Pike aren't so dim-witted to go after his rotten peas. You need life bait. Or night crawlers, though the pike aren't as eager. Don't know why. Once, dug up a crawly so fat and lovely I started drooling. Would have eaten it myself? I'm not so sure. Geralt, what do you and your pals use up at Kaer Morhen? Bombs. How's that? Belzen, heard many jests lately. Though... Ich weiß nicht, das geht schon. That one wasn't very funny. Geralt, go fetch us another bottle. In a bit. No! You've forgotten why we've come? How we're gonna get pitched in one bottle? Fine, going. Ja, schade, ich wollte Soltan noch ein bisschen schwitzen lassen. So, when are we gonna go noodling for catfish? I'm done fishing with you. Triangular hole in the wall. Interesting. Okay, wahrscheinlich gibt es hier irgendwo ein entsprechendes. Ja. Knife looks like it's attached to the tabletop. Ooh. Drawers open. Fits perfectly. Secret door behind a bookcase. Classic. Dining set from which Emperor Mir ate during his coronation ceremony. Here's Fringilla. Rope with which Stefan Skellen was hanged. Joachim de Vet's skull. Pretty grim curiosity. Portrait of Emperor Emir, tempera on wood. Pretty flattering, I'd say. No, ich weiß nicht, die sieht genauso aus. Gut, das war einfach. Ich denke, da geht nichts mehr schief. Seems to me I've heard of you before, White. Zoltan, time we were on our way. I suppose so. It's grown late. Wait now. Leaving already? Where's that bottle you went to fetch? Greetings, Belzen. We've
message for you from the boss. Message? What kind of message? Mr. Cleaver's very unhappy. Now, just a minute. If any discrepancies have cropped up in the books, I can explain everything. Too late. Grab him! And you two, get lost. Helfen wir dem Mafia-Buchhalter und retten ihn vor den Typen, die ihn offenbar wahrscheinlich umbringen wollen. Oder zumindest zum Chef bringen wollen, was wahrscheinlich darauf hinausläuft. Junebug sagt, jo, wir retten ihn. Könnte durch unsere Beziehung zu Cleaver so ein bisschen schädigen. Ich weiß nicht, ob er mit dem noch Razopaltov sagt, wir lassen die machen. Damit steht es unentschieden. Die Wahlurnen sind noch offen. Jungmann hat wieder lustige Zahlen spielten. Also wenn ich 12 eingebe, drücke ich eine 1 tatsächlich. Als erstes. Gut. 5, 4, 3, 2, 1. Ich tiebreake, wir retten ihn. Leave him alone. Cleaver will pay extra for killing the Witcher. Was? Well, up to it, lads. Haven't you got all day? Damn the horse sons! I am the Witcher. Thanks. Oh, how will I ever explain this to Cleaver? I'd recommend a letter. Right. Got a pack. Good luck then. Farewell. You've a soft heart after all, Geralt. Oh, by the by, splendid job with that last one. Blood splatter nearly hit the ceiling. Looked through Caesar's cabinet upstairs. And? No wonder he wasn't eager to show it off. Nilfgaardian armor, a portrait of Emir, Joachim de Ved's skull, Vatier de Rideau's dagger, the rope they hanged Skellen with. Oh, shite. Disgusting fellow. To think I shook hands with him. But did you happen to take the rope? I know a few would pay a tidy sum for it. Some go in for that sort of thing. No. Das hättest du mir vorher sagen müssen. If you say so. Natalis card. Only one missing now. High time we saw Ravi. Go. I should contact the buyer. Agree on a place to make the transaction. See you, Geralt. What's he doing here? Last chance to surrender unorthodox books. Grimoires and the sacred... Wenn wir da drin sind, können wir eigentlich mal... Ne, das machen wir, nachdem wir die Quest durch haben. Weil der Wirt von dem Laden, den haben wir noch nicht geschlagen in Gwent. Non-human, are you? Look for your kind beyond the walls. I've seen better. Look familiar. No wallop yet. Ah ne, warte, ich glaube, das war da. Salted cod don't leave me till after the 10th. Mustn't think. 30th. Doch oben, okay. Ich war irgendwie der Meinung, es wäre da unten. Oder doch da unten? Ich bin gerade irritiert. Why are you looking at me cross-eyed, grey boy? Looky, Mr. Fancy Pants. Wir haben wirklich Fancy Pants mit der Herr mit den lustigen Hosen übersetzt. Good day. To get drunk off me rocker. Ah ne, da unten. Guck mal, da geht's nämlich nach unten. Hier, so sieht's aus. How about that? It's the flea-ridden mutant. Join us, please. Ravi loves company. Weiß nicht, was gegen die Übersetzung hättest, ja, du hast recht. Happy he is to see us. You happy, Ravi? Sure he'd be happier
easier if you stop digging the point of that dagger in his back. Oh, you're just saying that because you don't know the situation. Our mutual friend Ravi here was just about to play for his life, and Oh, you got the card. What else do you want? if you'd just given it up instead of trying to cheat us, we'd be out of your hair already. As it is, that's all your fingers broken. So, it seems the Witcher will have to pay for you. Sound good? See? Ravi's on board. What do you say we add some spice to the game? Raise the stakes. Ravi's life and the Natalis card. Fancy that? Ja, das machen wir natürlich. Ich dachte, wir hätten noch die Option, dass wir die Typen einfach umlegen und nicht Gwent spielen. Aber wir können einfach Gwent spielen. Agreed. And here I thought you'd be no fun at all. Let's play, let's play! Ist nicht so ein gutes Blatt hier. Ja, schon besser. Also klar. Man müsste vielleicht... Wird sich das? Ich will es jetzt rausfinden. Nö. Kaum. Ich habe nur den verdoppelt. Ach, scheiße, das war natürlich dumm. Gut, egal. Wir passen mal, dann soll er noch eine Karte spielen. Da hat er 2 Karten weniger als wir, das ist doch gut. Das hat nur noch eine Karte. Okay, das sollte eigentlich drin sein. Ich spiele mal aus Prinzip die Regenkarte, um ein bisschen Zeit zu schinden. Ja, gut. Yes! Curb your enthusiasm, mate, and sit still or you'll hurt yourself. But he won. So, now we'll play something else. Gut, da verlierst du halt auch. Thanks. Don't know how I'll repay you. Natalis card will do just fine. Oh, yeah. Maybe you prefer some other? Got a whole array you might like. I'm in a hurry. The Natalis card, of course. Here.
Fine. Looky, Mr. Fancy Pants. Da war er wieder, der Mr. Fancy Pants. Oh, warte, falsche Richtung. My answer is no. Don't ask me again. What? You'd normally pay for that. Fucking hay-horse. Tough times. Oh, tough indeed. Fuck. Zoltan. Get out. Got the card, Zoltan. Ha! Seems we'll make it before the king of beggars buggers can get me. Come on. I arranged to meet the buyer at an old brewery. He'll be delighted to see we've got all the cards. The exchange. We should do it right quick. Afraid your client might change his mind? Oh, I'm more likely to. Had so many buyers for these cards, I felt like the belle of the ball. So the buyer, who is he? A friend of a friend. Don't know much of him. Imagine that. Vile times when beggars can put letters. Gut, aber Sultan verloren, da macht ja nichts. Ah, at last. I fear the body's gone cold. What is this? Your would-be buyer handed us his coin and departed. More or less in that order. Now, the cards, please. I trust obtaining them wasn't too troublesome. Try it and find out. You wish me to try? I'm not as foolish as Earl. You ought to know that by now. Get to work, boys. The dwarf I wish to have alive. I must have a chat with him. Doing it. Geralt, bastards get away with my coin. Damn it, with our coin. Chase the horse in. I'll tend to the others. Alles klar, dann machen wir das so. Wo ist er hin? Hier die Halte hoch. Nein. Oh. What? Can't understand a word. Get away, Duke. Might as well stop. Wo ist er? Scheiße. Ne, warte. Da. Abgeschlossen. Außenrum. Keine Zeit für euch. Leave me, swiving drowners. You could use a witcher. Ha ha, highly amusing. If I give you the coin, will you leave me be? Das war jetzt ein weiterer Beweis von Geralt ist der lustigste. Okay, lassen wir ihn in Ruhe, was wahrscheinlich bedeutet, dass er eh stirbt, oder töten wir ihn direkt, was die Sache definitiv beendet. Was meint ihr? Ihr müsstet aber ein Gewissen sein, Chat, denn ich habe keins. Es geht, wie gesagt, 2. Wir lassen ihn gehen.
Skidaway, Batman-Logik. Du hast ja einen Chap in Skidaway, willst du da wirklich ein solches Gewissen? Also Skidaway hat gerade die weniger brutale Option direkt, als erster direkt gesagt. Das ist bestimmt ein Trick. It's a trick, get the axe. Gut, ich höre keine Gegenstimmen, also lassen wir ihn gehen. Yeah, you can go, if you're able. Ha! What are my chances with these wounds? Not high. So long. Tatsächlich ist es die miesere Variante, weil er jetzt lebendig gefressen wird. So, Sag ich ja. You get him? You get the coin? Yes. And what about Duke? Finish him off? No, I let him go. Oh, I knew I should have gone with you. You know he has it in for me. He'll be doubly determined now. Doubt it. Think he's likely to quit the business, if he gets out of there alive. Well, Geralt, what's your preference? Coin or cards? I'd never have managed without you, so you choose. If you want gold, it's not a problem. I'll find another buyer for these cards in a flash. Kinda curious how the cards might serve me. Excellent. I'll take the coin to the King of Beggars right away. Surprise the prick. Good luck, Sultan. Thanks, Geralt. Remember, the catfish is the king of the Pontar. So, kurz das Event-Deck aktualisieren. Ich würde, glaube ich, ein Horn rausmachen, weil ich Dandelion jetzt in allen Decks habe bei der Gelegenheit. Und hier haben wir Johann Natalis für unser Northern Kingdoms Deck. Das heißt, wir nehmen irgendwen raus. Zum Beispiel Wes. Oder nehmen wir Siegfried von den Nestle raus. Den kenne ich nämlich gar nicht. So, Teil. Auch ein Horn raus. Und Isengrim rein. Und dafür geht raus der Elfenscharmützler. Monster-Deck. Haben wir nichts Neues. Und Kaiserreich Nilfgaard. Waren es nicht 3? Ach, hier Fringilla Vigo, ja, die ist aber Schrott. Okay, es gibt schlimmere, sehe ich gerade. Können Sie mal reintun. Wir ja, nehmen wir diese Typen langsam raus. Okay, für das Nilfgaard-Deck ist es tatsächlich ein Upgrade. Gut, fein. Was machen wir noch? Also wir haben als Hauptquest nur noch den Weg nach Skellige. Da wollen wir aber noch nicht hin. Kabarett wäre eine 14. Aber weißt du was, wir machen erstmal... Wenn wir schon mal am Gwent spielen sind mit unserem neuen Deck, können wir so mal ausfahren. Wir gehen zurück in den Dingsfisch und holen uns die Karte vom Wirt. Jetzt könnten wir es schaffen. So ist der so weit weg. Ach, das der Wirt in Ochsenfurt? Ach, das der Wirt in Ochsenfurt? Ach, der war das. Okay, ich war irgendwie der Meinung, es wäre der Wirt in Novigrad. Oh, verrückt. Naja. Der hätte hier lang gucken können. 3 Uhr morgens und es wird hell. Es ist wie in Island im Sommer. Oh, I remember you. What'll it be? A round of Gwent. Why not? But you know my rules. High stakes, always. I'll play on your terms. Den Sultan können wir auch spielen übrigens, haben wir gerade eben als Option bekommen. Der hat nämlich auch eine nette Karte für unseren Zweifelsfall.
Ist ein bisschen High Risk. Könnte sein, dass er mir jetzt die wegscorcht. Ja. Easy Shard. Was machen wir da? Okay. Also ein teurer Sieg. Gut, fein, soll er machen. Oh, jetzt kommen natürlich die Spione noch. Fuck. Okay, das spiele ich erst gegen Sultan, kriegt da eine bessere Karte, weil der hat immer noch ein ganz schönes Drecksdeck. Ja, kannst direkt vergessen. Geh mir direkt raus. Fine. Perhaps you should come back when you've got a better deck. Or when you learn to play. Alter, ich werde dir so vernichten, sobald ich es kann. Also, schnell zu Sultan, mit dem können wir auch noch spielen. I serve the eternal fire. Ah, let it rain. Yeah, life's wet enough in the gutter. Ist er hier drin? Was ist wohl hier drin? Da müssen wir fürchtig erst. Na wohl. Wo ist er denn? Sultan? Hey, I can't control what I inherit. But you can control what you do with it. I know, which is exactly why I'm considering. Oh, hey, handsome. You're always considering. If there's not one Ist denn Sultan? Was soll denn das? Na gut, was können wir noch so machen? Die fange ich nicht an, die ist zu lang. Na gut, dann gehen wir jetzt da rein, machen die Kabarett-Quest. Vielleicht begegnen wir Sultan dort. What was that about? She spat in my face. Or might as well have. Called me a whoremonger and a witless hack. Can you imagine? Wit is my forte. Gotta say, Priscilla's really growing on me. Save it. And why don't you save your pouting? Prove to her she's wrong. Exactly what I plan to do. I've always dreamed of having my own cabaret. A bit of paint and plaster, and this place will do splendidly. Just one hitch. I need coin. So, if you happen to get a break between drowners and ekamajigs, maybe you can help an old friend out. Where do you get this cabaret idea? It's been a dream for years. Ever since we went to see one in Oxenford. Remember? The dancer hanging from the chandelier? And once she was completely downside up, she called you over and... I remember. How could you forget? And this place will be even better, I promise. That is, of course, if I can scrounge together the funds for some remodeling. How can I help you? I dated this girl once, Sophronia. That's a name if you can believe it. Has a merchant for a father, importer of spices from Zerrikania. And Daddy Dear would never refuse his daughter Dear a thing. We can borrow the coin from her. Name rings a bell.
Isn't this the woman you abandoned without saying a word? Stepped out for a bottle of wine, never to return? I bought that wine for a reason. Long time ago, that. Been away a while, sure. Which is why I need to draw on your authority. You've got some, you know. No matter what you might think. Fine. Tell me what you want. Got a feeling you've a plan all cooked up. Sophronia could still be holding a grudge after our unfortunate parting. But with a touch of help from you, I know she'll forgive me. And then give me that loan. What's this help entail? First of all, we need to borrow a dull sword die, from Madame die Quest ist super, one Leute. of her props. You know, the kind they use during performances? Get that, then meet me outside Sophronia's house. Let's say I agree and go see Madame Arena. What will you be doing in the meantime? Something I have to finish. But I promise I'll do it before you come back with the sword. Then I'll tell you the rest. Fine, but... Geralt, the only butts in this plan will be the ones filling my seats. It'll work, you'll see. Get the sword from Madame Arena and meet me outside Sophronia's at sunset. Okay, da war jetzt die Übersetzung auch tatsächlich sehr gut. What? He never given me nothing but floppy, did he? I don't know. What's he schemed up this time? Das schon wieder für ein Wetter hier. Look awfully suspicious to me, tramp. Oh! Buy tomorrow what you can buy today. Rain again. Damn mages. It just rains and rains. Let us live, eh? Just look at the freak. Ah, Theater. Wo, oh mal, das ist Maxim, das ist doch der, den wir im Stück hatten. Das ist der Säufer. War nicht so eine gute Idee, tatsächlich. Ah, so good to see you. Got a request. Need to borrow one of your props. One of the swords you use for stage battles. Mine? Whatever do you need that for? I don't know, but Dandelion claims it's essential. Oh, yes. I suspected Master Dandelion might have a hand in this. I certainly hope you don't aim to compete with me. Forever. Thanks. I'll try not to damage it. So long. Triff Rittersporn nach Einbruch der Dunkelheit bei Sophronias Haus. Swords? Got a safe round here. You know the Ballad of Wanda, who spawned in Nilfgaard? Didn't look like rain. Whoa! Entschuldigung. Oh! So, hier sind wir richtig, müssen nur rasten. Ah, finally made it. Listen, here's the plan. Sophronia loves adventure-filled romance novels. I can be a hero in her eyes if I can just save her from a bandit. I'll have her eating out of my hand, and there's no way she'll begrudge me that loan. Want me to be the bandit? Knew you'd see the sense in it right away. Das war dein ganzer Plan. Are you serious? That's your brilliant plan? I never called it brilliant, but any kind of plan is better than none.
written your lines already. You've written what? So you know what to say during the performance. Here, and your mask. Put it on. Sophronia can't recognize you. But... No time. Sophronia's coming. Stick to the plan. We'll meet at the Rosemary in the morning. Stop right there. What is this? Help! Save me! Also Geralt macht zumindest mit von der Karte lesen, okay. Tremble, flaxen-haired wench. Bow before the Prince of Thieves. Not so fast. Drop your sword, scoundrel. This is your first and last warning. Dandelion! 'Tis I, though the scum of the city call me the Crimson Avenger. No, not the Crimson Avenger. Silence, vermin! You shall regret the day you were born. So Leute, ihr müsst jetzt mal kurz mir helfen und mir sagen, ob wir gegen Rittersporn gewinnen oder verlieren wollen. Das steht nämlich nicht im Plan drin, das hat er uns nicht gesagt. Go on, Dandelion! I mean, Crimson Avenger! The 2 Stimmen. Oh. Okay, hat sich erledigt. My hair! Are you well? Ich hätte ihn umgehauen, damit sie Mitleid hat, aber okay. Another scar from my collection. Come inside. I shall bandage you up. Be gone, vile bandit, or the Crimson Avenger will beat you senseless! Also Gerards Schauspielkarriere ist auf jeden Fall ganz steil am Abheben. Übrigens, wir sind hier in der Nähe von der Passiflora, da haben wir, oder? Da ist nämlich auch, da kann man auch Gwent spielen, das ist das Bordell von Novigrad. Oder? So hier irgendwo. Das vergesse ich nicht immer, ich laufe da jedes Mal dran vorbei. Ist es das hier nicht? Ich glaube, das ist es. Ja. Da können wir, also da können wir auch andere Dienstleistungen erwerben, wie ihr euch denken könnt, aber vor allen Dingen können wir Gwent spielen. Ach, da drüben. Hallöchen. Ui, ärmellos. Hallo Prophet. Ja, Sun's out, Guns out. Man kann, dann kann man, ne? White Wolf, welcome to the Passiflora. Schön, dass du da bist. Ihr habt nicht gestreamt am Sonntag, aber ihr streamt kommenden Sonntag, habe ich gesehen. Ist das richtig? Don't fret. I'm sure I look quite different from when we last saw each other. Which was? Oh, eons ago. You and Master Dandelion appeared. Glorreichen Zepse grüßen. What a smash they were, the little chaps. We recount that night to this day. So the staff hasn't changed since then? Oh, of course it has. It does so incessantly in this business. Burly Berthy married a merchant. Ella struck out on her own. And you'll likely find Cerise praying at the temple. I alone remain. So, shall I summon the girls? Freitagabend, okay. Just remember, this is a decent establishment. Pause to yourself to start with. And our girls are well-mannered. The range of subjects they discuss in detail, I myself find it daunting. Ich war insofern nicht unglücklich, weil ich letzten Sonntag nicht gekonnt hätte. Nächsten Sonntag wäre es vielleicht besser, wobei da auch schon ein bisschen was zusammenkommt. Freitagabend hatte ich überlegt, selbst zu streamen. Mal schauen. Nächsten Sonntag wird auch wieder nichts. Ach ja, hier. Schauen wir uns mal, was sie zu einkaufen hat. Guck mal, sie hat nämlich auch so Karten. Zack, geil. Take care now. Ich habe übrigens noch keine Waffe ausgerüstet, das geht natürlich nicht. So. Guck mal, da war noch ein Katapult. Zweites Katapult, super geil. Dafür kann weg Kira Metz. Oh, ja. Oder einer von den langweiligen Belagerungstürmen. Ist ja auch eine Idee. Viel zu viel Artillerie. Vielleicht werben wir die liebe Juniper Jumbaki als Zuschauerin am Freitag ab. Es ist nicht mal sicher, ob sie bei mir zuschaut. Wann fangt ihr denn an? Um 7 oder was? Nahkampfverteidiger, das ist natürlich nicht schlecht.
Ich hätte kein Katana-Schütze. Also kann ja mal der Kollege hier weg. Sorry, Freitag Rollstuhl auch hier auf Twitch. Ah, okay. Gut, dann hat es sich erledigt und 19 losgehen. Wir schauen mal. Wir haben 4 Marker am Verteidiger. Das ist natürlich nice. Ah, ne, guck mal, die haben gar nicht dieses Horde-Dings. 5 sogar, ja. Das ist natürlich dann weniger interessant. Eisen, der Schrott, alles klar. Immer wieder eine Freunde, Alexa Magic Simulator spielen zu sehen. Richtig. Hallo Meglin. Schön, dass du da bist. Welcome back. When I look at you, why, I almost regret I'm no longer in active duty. Kann man in einem Deck auch verschiedene Farben mischen? Es gibt ein paar Karten, die sind neutral, die kannst du in jedes Deck tun. Meistens so die berühmten Charaktere aus der Witcher-Welt, die kannst du in jedes Deck packen. Aber ansonsten ist tatsächlich sind die Karten schon zugeordnet. Die hatte ich angegraben. Naja, die macht das beruflich. Die will Werbung machen quasi. Ich könnte natürlich, also wir könnten jetzt eine verpixelte, nicht verpixelte, digitale Sexszene hier abrufen, aber wir hatten schon eine, wir werden noch andere haben. Aber so richtig. Erstmal spielen wir Gwent. Wichtigsten Dinge zuerst. Certainly. Though for high stakes exclusively, of course. In fact, the game would be exceedingly boring without the risk. Up for a round? Why, yes. Let's play. Nilfgaard, okay. Oh, das sieht gut aus. Sehr gut. Wahrscheinlich kommt danach wieder der Vierer, aber das weiß man ja nie so genau. Eine verrückte Welt, in der Ex-Prostituierte am liebsten Yu-Gi-Oh! Spielen. Game Designerin müsste man sein. Naja, gut. Braucht auch ein Hobby. Mist, das habe ich. Ja, gut, ist egal. Wie die Karte einfach überall hingewandert ist. Na, weißt du was? Können sie den ganzen Tag. So, guck mal hier. Achso, die Wetterkarte, ja, die geht erst nach rechts und dann. Au. Die 7 Spionen. Ja, genau. Spione werden gerne ausgetauscht. Sind dann Doppelagenten quasi. Alter, ja gut, macht er eigentlich nicht schlecht. Hau deine Scorch-Karten für einzelne Karten von mir raus. Das ist echt kein guter Tausch für dich. Ja, schau mal, das ist doch ganz gut. Oh, okay, jetzt kommt er nochmal zurück. Fein, macht aber nichts. Ich habe trotzdem viel mehr Karten als er. So, 2 Karten gegen eine Karte. Nein, 3 Karten gegen eine Karte. Das sollte ja wohl klappen. Jo. I fail to understand how I lost that. Oh, I believe this card belongs to you now. Know any other players willing to stake rare cards?
In Novigrad, Siggy Reuven's collection is famous. You really should challenge him. It's a material world. Erstmal machen wir die Quest mit... Oh, guck mal. You a vulgar one. Can see it in your face. Der war Nilfgaard, ne? Genau, den kennen wir ja sogar. So, dann schmeißen wir dafür raus. Einen von euch Typen. Kann ich mal einfach noch reinschauen, ne? Siehst du mal? It's a material world. Ah! What's he doing here? Bau dir mal ein grün-weißes Deck. Ja, genau. Ich habe ungefähr 5 Minuten lang Magic gespielt in meinem Leben. Also metaphorische 5 Minuten, nicht buchstäbliche. Weil ich kam so kurz in Magic rein in der Zeit, wo ich gerade vom Pen-and-Paper-Rollenspiel ein bisschen gelangweilt war. Ich folge euch Typen mal. Und dann bin ich in Magic reingekommen, habe es kurz gespielt, habe nie richtig durchgestiegen und dann kam die 3. Edition von D&D und damit war alles vorbei. Heilende Riesenmonster klingt interessant, ja. War nicht... Ja stimmt, grün war auch Riesenmonster. Hier, irgendwas läuft hier doch, oder? Gerald hat doch gerade gesagt, da ist was. Ich glaube, man kann denen folgen oder so. Bleib noch eine Sekunde hier, das gucke ich mir gerade noch an. Looking for a rise. Jetzt rede mit vertrauenswürdigen Personen. Ja, ging leider nicht. Wear a quiver on your back, not swords. Amateur. No problem. Okay, vielleicht bedeutet es auch nichts, keine Ahnung. Na gut, gehen wir weiter. Kann sein, dass wir jetzt irgendeine Mikro-Quest verpassen, aber das macht ja nichts. Got my eye on. Ich finde es geil, dass er ein Unterhemd und Panzerhandschuhe trägt. Richtiger Style. Ja, du musst halt das tragen, was du findest. Vielleicht hat er immer ein paar Panzerhandschuhe gefunden. Wenn du gut mit den Händen abwehrst, brauchst du ja nichts anderes dann. Ah, das sollte er. Haben wir doch, Mensch. Gut, dann zocken wir den mal ab hier. Round of Gwent. I never refuse. Let's play. Skojatel, na dann. Also immer ärgerlich, wenn er diese 2 Zusatzkarten reinkriegt und keine davon war auf seiner Hand. Da kann ich jetzt gar nicht so viel gegen machen. 17 Punkte voraus. Da passe ich, glaube ich, lieber. Na, fantastisch. Ja, das war klar. Bin mir jetzt weggeorcht. Okay. Die Runde geht an uns. 8:7 Karten. Schauen wir doch mal. Ist hier ein Spion? Ja.
Gut, haben jede erdenkliche Wetterkarte zur Auswahl, ist ja schon mal schön. Das ist aber albern hier. Ist noch was anderes als Wetterkarten, Kollege? So, schauen wir doch mal. Und da haben wir es schon. Seems I won. Right fucking shock, given your frankly amateur deck. Here, take this card. You need it. You can do well to fix your collection. It's downright porous. Don't need you bringing me shame. I got dandelion for that. You might skim something off your mate Roach. He's said to have good cards, that one. Got right cabbage. Hey, handsome. Ah, Dudo reden. How are things, Dudu? So, I suppose. Might have been days in the past when I'd have said, wonderful. But I can't complain. I'm in one piece. Not bound to a stake atop a pyre. Dudu, tell me. The halfling Biberveld goes from being a prosperous merchant to being a pauper. How? Prefer the long version or the short? Short, please. The war. I was under the impression merchants eine grow fat Kurzversion. on wars. Some do, but I've a serious personality flaw. I'm honest. I could not reap profits from the suffering of others. I paid taxes. I never cooked my books. And then a ship full of my goods sank. I pulled through somehow, but then a second fell prey to Skelligan raiders, rendering me insolvent. When inflation hit and interest rates rose, I, at long last, fell. Gotta admit, your Menga, it's a brilliant impersonation. Don't remind me. I'm rather disgusted. Come on, he wasn't all out terrible. You understand nothing. A Doppler assumes more than a man's external appearance. I've learned what a scoundrel had knocking about in his head. Once I became him, not an hour passed before I felt the urge to break a sorceress's fingers. After two, I caught myself lusting to impale someone, and immediately after that, it hit me. The paranoid fear of a Doppler conspiracy. Hier steht dann vor der Rüstungsbitte Inflation anstelle einer Kriegswirtschaft. Du kannst nicht die volkswirtschaftlichen Grundsätze unserer Welt auf eine Fantasy-Welt anwenden, das weiß er doch. Ever considered leaving? Forgetting Novigrad altogether? What for? To pass from the frying pan into the fire? The war's not yet crept here. Famine's not kicked at our door. Not that the future's looking rosy. But you don't have to be human. Maybe you could try something else. I've assumed many forms over the years, and in spite of all, life as a human has proven most interesting. After all, you humans rule the world. Ja eben, da wundere ich mich mit der Inflation. Ja, wie gesagt, ich meine gut, zumindest fairerweise hier ist der Krieg ja noch nicht hingekommen. Vielleicht macht das einen Unterschied. Oh, those bigots haven't the cunning to strip me of this mask. Wo ist denn der Rittersporn? Ist der oben oder was? Bescheuert? Ah, am Morgen, Sekunde mal. Am Morgen, sagt er. There's been a misunderstanding. You're here too early. We agreed to meet today, so we've come today. Supplies are all hauled in and the crew's raring to work.
We'll Ja, man start sieht's. just as soon as our lovely directress gets round to deciding on the decoration. But Dandelion doesn't even have the coin to pay you. Turns out he does now, or soon will. At any rate, he's working on it. See? It's all peachy. So will you finally decide what style you want for this interior? What are our choices? Master Dandelion said he was torn between boudoir style and theatre decor. Promised to let us know his choice as soon as we arrived. Now we're here, but no decision's been made. And the lady's horribly surprised she's to choose. Though apparently this whole renovation's for her sake. For me? Well, it's not for me. Now, would you please decide where I bust a vessel? Okay, das ist auch lustig. No idea what Dandelion would like. Geralt, you've known him longer. Say something. Okay, wenn sie sagt, dass wir es entscheiden sollen, dann können wir es auch entscheiden und dann könnt ihr entscheiden. Das heißt, machen wir Theaterdekoration in dem Boudoir-Stil. Ich weiß natürlich auch nicht genau, was es bedeutet. Also, Chat Activate. Juniper Junebug sagt Boudoir. Paltus sagt auch Boudoir. Wenn so ein Tanzen King geht immer das, was französisch klingt. Also auch Boudoir. Wenn man deaktives hört. Bidet. Dicht daneben. Was ja bei einem Bidet tatsächlich auch irgendwie schwierig ist. Okay, also Boudoir-Stil scheint mehrheitsfähig zu sein. Ich logge das mal ein. Boudoir seems like a better fit for cabaret. Just don't go overboard on stuffed upholstery. A wonderful choice it is. At last. Gentlemen, you're done lollygagging. Get to work. Wo geht's zwischen uns durch? Da ist gar nichts. Well, well. Guess this cabaret's the real thing. Ever since Dandelion inherited this place, he's talked about it constantly. I just never expected him to take action. And so quickly. Who knows? Might even settle down now. He'll have to keep an eye on the business. Who would have known? Despite what people say about him, Dandelion approaches life very rationally. We talking about the same Dandelion? Man who loses a fortune worth half of Novigrad in one night? Dandelion can also be responsible. He always pays anyone who works for him on time, and he's never missed a performance. Sure hope your opening won't be the first. He's still not here. Well, he said as soon as he got the coin, he'd go see Polly, our choreographer. She's missed the last few rehearsals. I certainly hope he's not gotten into trouble. Anything's possible with Dandelion. Let me see if I can't find him. Okay, die Quest geht noch weiter. Ich würde es auch noch weitermachen, wenn es für euch okay ist. Insbesondere Juniper Junebug muss sagen. Oder müsste sagen, falls. Ich melde mich, alles klar. Du sollst diesen Halbling noch mit Nachdruck und Gewalt verhören. Der hat dich doch angeflogen mit Inflation und Armut. Das ist kein Halbling, sondern ein Doppler und es hat uns hier nicht getroffen. Hey. What's the ruckus about? Polly and her half-brained fiancé. They're fighting. She's the only one in this town who knows anything about choreography, and that lummox won't let her work for me. Hold on. What are you doing here? We were gonna meet at the Rosemary. We were, but you didn't show. Priscilla started to worry, so I came to see how you were doing. Priscilla started worrying about me? That's so nice. Less for her than for you, I'm sure. So let's get back. Did you not hear what's going on in there? We've gotta help Polly. Why do beautiful women always end up with such dicks? No idea. Stand back. I'll break the door down. Wait!
Do we have to destroy her house? She keeps a spare key around here somewhere. How would you know she keeps a spare key around here? It's not as if we started working together yesterday. Before Polly joined forces with Hubio, You'd visit her? Often? I'd hide out here while Priscilla and Polly rehearsed at the Rosemary and Thyme. They worked on the dance numbers I composed. So, Polly's not one of your... I never mix business and pleasure. The one exception being Priscilla. Who you were just saying is worried about us. So enough of the chatter and start looking. Aha, 1356 BGB gilt da also noch. 1356 klingt nach E-Recht, aber welcher ist das? Fine, let's find the key. The ladies find me handy. Damn it. The key. Frau darf nur arbeiten, wenn sie ihre Ehepflichten nicht verletzt. Ah, okay, das ist ein älterer. Whoa, what the devil's this? Get out of my house. Watch it, and leave the woman alone. What the... She's my betrothed. But I'm not your property. I love her. I'll not let her sway her ass in his brothel. Whoa, slow down there a minute. This is clearly one gigantic misunderstanding. One I can clear up in the blink of an eye. Shove your excuses up your ass. Sod off, or I'll split your skull. Oh, lass Rittersporn ausreden. My friend asked you nicely, so please be courteous in return and hear him out, or we'll settle this another way. All right, talk. Hubio, right? Polly's told me so much about you. She said you're erudite and have an open mind. You said that? Well, there's a truth to it. My mind's the open salt, but its open saltedness ends when my betrothed starts wagging her ass around brothels. Get out of here, both of yous. Polly's not going anywhere. Let him finish. There's no brothel involved. You see, friend, Geralt just hit the nail on the head. For what you have there is the old publicity placard. Old? Very. From a time when my establishment was under different management. I, however, would never let any indecency take place in my cabaret. My very reputation precludes it. So, what's all this about? Your betrothed is a first-class artiste, and I want to offer her a position worthy of her talents. She's to be my choreographer, and that in turn means she'll receive a share of the proceeds from every performance she choreographs. You mean to say... coin? And fame. No flirting required. You have my word. Suppose... in that case... I knew you'd agree. It's settled then. See you at the Rosemary, Polly. Well, I'm off. I'll catch up to you. Whew. Never expected that to go so well. Ich weiß, was er nach der Nummer weiß, schlauer Alex. Naja, schlau hat das nichts zu tun. Ich habe halt nun mal auch das BGB studiert und weiß noch grob, wo welche Paragraphen sind. In dem Puff darfst du nicht verhökeln, kann er sie trotzdem. Komisches Ehepaar. Die Frau ist verkaufbares Produktionsmittel des Mannes und alle sind glücklich. Ihr habt alle richtig gelesen, was da gerade passiert ist. You handled it well, Dandelion. Man was body in your hands once you called him erudite. In negotiation, as in combat, the key is to find your opponent's weak spot and exploit it to the hilt. So, time to head back? I've still got to stop by Rotlick's. Commissioned some new placards from him a while ago, but Hubio came across the old version. Plowing artists got some serious explaining to do. Jörg hat inzwischen einen ganz ordentlichen Bart, ne? Der wächst ja von alleine ein bisschen weiter. Ähnlich wie der 60er Bonner Republik-Verhältnisse, ja. Who's Rotlick? Never heard of him? Hank Rotlick, famous portrait artist? Commissioned a portrait artist to paint your placards? Henry's an old friend, needed the coin. And I decided we needed new placards to promote the opening performance.
Seats won't fill themselves, you know. I'll go see Rotlick. You head back to the Rosemary, or Priscilla will have my head. Really? You'd go? No, said that for the hell of it. Tell me where he lives. Portside. See you soon. Na, das ist ja einfach zu finden. Das ist ein ganz kleiner Hafen nur. Rod Lake ist offensichtlich eine Anspielung auf Toulouse-Lautrec. The thinking customer will see right about the best deals this all right. What is it, Grey Boy? Looking for adventure? I'm a witcher! Life, you gotta take risks to not get fucked. Sieht schlecht aus. Looking for Rotlick. You ain't alone. Damn halfling's in debt to half the city, but I'm here to scrape mine before the carcass is picked clean. It's not enough for everyone, so bugger off. Feeding time's first come, first served. So, ich verkümmere mich dann mal euch noch einen schönen Abend bis zum nächsten. Alles klar, ciao, mach's gut, schönen Abend noch dir, schöne Restwoche und bis bald. Okay, wollen wir sagen, dass wir nicht zulassen können, dass er beklaut wird, oder sagen wir, wir wollen die Plakate und was ihr macht, ist uns egal? Und das sind dieselben beiden Typen, die eben Zed gesucht haben? Ich habe das Gefühl schon. Razapalto sagt, das können wir nicht zulassen. Prophet sagt ebenfalls, das können wir nicht zulassen. Obwohl ich keinen Kontext habe. Ne, es gibt nicht viel Kontext. Die drehen gerade die Wohnung vor dem Maler auf links und wir sagen entweder, ja, macht ihr mal, ich will die Plakate, die wir bestellt hatten, oder sagen wir halt, da gehen wir dazwischen. Okay, also wir gehen wohl dazwischen. Bam. You're not gonna rob him. Strange, don't recall asking your permission. Get him, Fred! Jorin ist auch einverstanden. Gut. Au. Hör auf. You'll regret this, mutant. Ah. Also Faustkampf gegen mehr als einen Gegner ist echt die Pest. Na gut. Austeil nicht einstecken. Verwandle den einen in den Frosch, aber nur den einen. There ain't no plowing placards here. And Rotlick, where's he? Same place as always. Vehicle butter state. Losing his last crowns at the races. See? Wasn't that easy? Could have said so right away. Anwesen der Wegelbatz. Na gut, dann gehen wir da wohl noch hin. Ich lasse die jetzt mal in der Wohnung zurück und vertraue darauf, dass sie jetzt nicht weiter ihn ausrauben. Na gut. So, dann mal fix zum nächsten Wegpunkt. Ziehen die Unterhose hoch, damit es sich normal macht. Genau. Der Atomic Wedgie. The Wedger 3 spielen wir ja auch. Wie der bei den Wegelbatz aber auch im Labyrinth ist. Tja, mal schauen. Und sich fortpflanzen kann. Ich denke auch, das wird eine Lehre sein. So, nee, guck mal, der scheint außerhalb zu sein. Das Labyrinth ist ja hier. So krass, dass es auf der Karte mit drauf ist. Ich bin echt gespannt. Tatsächlich morgen früh kann ich schon ins Grafik-Update reinschauen. Werde ich auch tun. Und weil ich auch ein paar Sachen einstellen muss und gucken muss, wie das läuft und so. Und am Donnerstag hier werdet ihr dann Witcher 3 in leicht, also erwartet nicht zu viel, in leicht verbesserter Grafik sehen. Und noch ein paar Kleinigkeiten, Quality of Life Gedöns. Ist er das? Nee. Das ist der Rennleiter. Ne, wir müssen da runter. Guck mal. Ah, hier ist er doch. You Rotlick? Henri Rotlick, artist, painter, debtor, and martyr to my art.
At your service. Dandelion sent me. Oh, yes. Tell him his placards are done and safely hidden away. Yet, alas, I cannot fetch them, as a group of angry creditors has seized my home. Think I might have run into one of them. Then you know my predicament. And now, Count de Louverton has offered me the chance to win it all back. I'm to wager on a race. Generous. Not just anybody could afford to do that. De Louverton is not just anybody. He's Duke Sam's youngest son. Sam of the well-known family of gem dealers. One debt more or less makes little difference to him. What's there to worry about? This is your chance to settle up, get a clean slate. We've had a spell of bad luck lately. Should I agree to de Louverton's offer and lose, I shall be in bondage to him for all time. So, wenn Alex jetzt auch noch beginnt zu Glücksspielen wie alle anderen Streamer aus Deutschland, verabschiede ich mich mal. Ich wusste nicht, dass das ein Ding ist, aber ich meine, denkt dran, Glücksspiel ist im BRD aktuell illegal. Ist Gwent ein Glücksspiel? Ich sage nein. Also, wollen wir das Rennen gewinnen oder wollen wir die Schulden bezahlen oder sagen wir, Rittersporn muss ohne Plakate auskommen? Ich wäre jetzt mal die vierte Option, dann reden wir noch ein bisschen. Listen, all I really want are the placards. Tell me where you tucked them away and I'll be out of your hair. Achso, nee, mach ich nicht. Forgive me, I cannot. I hid them with family heirlooms that would work those barbarians lurking outside my home into a slavering froth. Then go fetch them yourself. I'll wait here. If I show my face there Nach die Tillmann. Schön, dass du da warst. Sehen uns am Schlachtfeld. Jungmann 4, ne, die 4 war das, was wir gerade gemacht haben, weil die 4 ist, wenn es nicht gelb unterlegt ist, bringt es quasi das Gespräch nicht weiter, sondern ist nur Fluff und deswegen mache ich die immer als erstes. Okay, ansonsten keine Meinung, das heißt, ich gewinne für das Rennen, Leute. Zack. Let's do this. I'll enter the race. You'll bet on me, win, pay your debts, then give me the placards. You're that good a rider? Yep. Far from the worst. Go tell the Count you accept his offer. So, auf geht's, Kinder. Wieso muss die Rennmusik? Ist ein bisschen unpassende Musik zu dem. So, blocken mal ein bisschen. Antiklimaktisch, ja. GG easy. Thank you. I never expected this. May I ask to what I owe this generosity? Let's just say I like to do a good deed from time to time. Can we get those placards now? I'll bring them to the Rosemary in time, just as soon as I settle my obligations. Fine. See you there. Ehre zu Rittersporn zurück. Na dann, auf geht's. Meisterlich gefertigter Sattel, halt den Check nochmal aus. 35 Ausdauer, ne, wir haben schon einen besseren, ne? Ja, wir haben schon einen besseren, alles klar. Alles Schrott, kann auch mal alles weg bei Gelegenheit. Junge, gehen wir zum Arzt. Und jetzt verkacken. Hätte ich gesehen, ja, wäre auch schön gewesen. Ja, sorry. Boars everywhere. Looking to make some coins. They'll miss a woman's touch. Wie unsere Politik, ja,
Antiklimatisch wäre dann. Told you, the piece of sand meant. Well, well. Oh, nicht schlecht. Crew's been hard at work. Not bad. No, not all. But I'd imagine something more, you know, more theatrical. Oh. What about Rotlick? Did you get the placards? Rotlick said he'd bring them on his own. Should be here soon. Great! The best way I can think of to promote the chameleon. Never mentioned wanting to change the name. Rosemary and Thyme wasn't all bad, but it conjured images of Temerian cuisine served by waitresses in peasant garb. Chameleon's a lot better for a cabaret, apart from which it emphasizes that the place has undergone a transformation. Just a better ring to it all round. What about choreography? Prepared anything special for the opening? We haven't. But Polly has. She's priceless. Came in and brought the girls in line before I could say knickers. Premier will have the audience on their feet, on their knees, both at the same time. Guess everything's ready. So when's the opening? Soon. We start our dress rehearsal in an hour. I just need to nip back home for my dress. Thanks for everything. Don't mention it. Seems my cabaret dreams are about to come true. So, around to celebrate? I'm buying. Klar. Why not? That's my boy. The foreman mentioned he saw you and Priscilla talking. He's all right. And she say anything about me? Ja, das kann man ruhig sagen. Wir können ruhig mal nett sein zu Dandelion. Wir geben ihm eine Menge Shit, aber in dem Fall ist es tatsächlich. She said something that made me think she's not entirely normal. What? That you're responsible, got your feet planted firmly on the Kannst du ground. keinen Backstep kaufen, Prophet. Das geht so nicht. You're pulling my leg. Not this time. One thing's eating me. How do you manage to get the loan from Sophronia? Oh, wasn't 1-1-1. She got so excited about our performance, I had to read to her for 4 hours. 4 hours from the cloak and the dagger. You mean you didn't? Are you crazy? Who do you think I am? She's late, of course. She knew how important this night was to me. Of course she did. Probably just making herself gorgeous. Takes time, you know. So it's true. A woman's vanity knows no bounds. Master Dandelion! Priscilla, she's... What? Speak, man! She's badly, been attacked. They took her to Vulmerius Hospital. Attacked? She's hurt? Geralt, come with me, please. Of course, let's go. Ah, wir haben einen schönen Cliffhanger fürs nächste Mal. Gods. Priscilla. Is she gonna live? Well, I'd say that's certain. Her condition's critical but stable. Beg your pardon, but you are a relative? Relative? No, a friend. A very close friend. Dandelion, correct? She uttered the name in her few moments of lucidity. I am Joachim von Gratz, head of surgery. Until recently, a lecturer at Oxenfurt Academy. Enough of the courtesies. What are her injuries, besides her eye? A concussion, cranial swelling, incision into her larynx, and scalding inside the throat and esophagus. Clearly someone forced her to imbibe a caustic fluid. So this was no ordinary attack, no robbery. Clearly not. It was the act of a demented mind, and not its first. How can you know that? I've seen wounds like this. They're not the kind one would forget, don't you agree? In fact, just this week a corpse turned up in the morgue with similar injuries. And no heart. No heart? You mean that might have happened to Priscilla?
Is someone looking into this? This is Novigrad. Only the innocent burn here. Geralt, I know I owe you 100 times over, but I need to ask you another favor. Say no more. Find the bastard who did this. Find him. And kill him. Don't need any convincing. Come on, Dandelion. Let's think about what we can do. I would suggest examining the previous victim's corpse. It has yet to be autopsied. Doing so could very well provide some clues. No need to look astonished, gentlemen. As a surgeon, I know the importance of preventive medicine. Rather than wait for this maniac to strike again, I'd prefer to excise him. Not unlike a tumor. Great analogy, but this tumor's not gonna sit there, wait to be excised. Appreciate the help, but I doubt you know what you're getting yourself into. I know perfectly well, and I assure you I can take care of myself. Easy assurance to make, harder to back up, especially if you've spent your whole life wielding a scalpel, not a sword. Look at this scar. Don't be shy. Any idea what leaves such a mark? A flail. Morningstar, maybe. What do you think? A blow sustained at the operating table? No? Let me repeat. I know what I'm doing, and I wish to help. Think they'll let me into the morgue? By the main entrance, certainly not. But you can also get inside through the sewers. The sewers? Travel them often, Doctor? As often as required for, the pursuit of preventive medicine. Alternative treatments. Aggressive ones, I'm guessing. Interesting. We can discuss this en route. Are you ready? So, später dazu, weil wir dann hier Need to tend to Cut something machen. first. In that case, we shall meet by the Kingfisher. I'll await you there. I'll get whoever did this, Dandelion. Even if it's Hierarch Hemmelfart himself. Thanks. Gut, fleischliche Sünden. Also, Präventivmedizin, aggressive Diplomatie, Potato, Potato. Ja. Sehr schön. Ja, da haben wir einen schönen Cliffhanger fürs nächste Mal und da geht es am Donnerstag weiter hier bei Witcher 3. Und ich danke euch, dass ihr heute so zahlreich erschienen seid, so aktiv teilgenommen habt. Wunderbar, so macht es Spaß, so muss das sein. Und ich schaue noch, wo ich euch abladen kann. Bietet sich nicht so richtig was an. Nee, alles klar, nee, dann einfach so. Und dann, wie gesagt, bis Donnerstag und es gibt am Wochenende auf jeden Fall mindestens einen Zusatzstream. Ich denke jedenfalls Sonntagvormittag, so ab 11 und ob ich am Freitag streame, entscheide ich noch. Euch allen schönen Abend, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ihr Lieben und bis dann, ciao.